Ich habe zusammen mit meinem guten Freund Tom eine Rundreise durch die Bretagne im Nordwesten Frankreichs unternommen. Die Bretagne gilt als das Kernland der Megalithkultur und hier findet sich eine riesige Anzahl von Hinterlassenschaften aus der Steinzeit. Dazu gehören die größten bekannten Menhire und eine große Anzahl an Dolmen, Cairns und Steinreihen. Schon alleine die Anzahl der Menhire ist beeindruckend. 717 sollen es alleine in der Bretagne sein. Ich versuche die französischen und bretonischen Begriffe so gut es geht auszusprechen, ich entschuldige mich aber schon mal vorweg für eventuelle Fehler. Das Schöne ist, dass Tom eine Drohne besitzt, die er fliegen darf, und so gibt es diesmal auch ein paar Luftaufnahmen. Unser erstes Ziel ist der Menhir du Champ d'Olan. Er steht südöstlich der Stadt Dol de Bretagne im Departement Ille-et-Vilaine. Na, das kann ja was werden. Ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Auf der Suche. Heute aus der Bretagne. Und hier gibt es ein paar spannende Sachen zu sehen. Wenn zum Beispiel die größten Menhire der Welt, wie dieser hier, der Menhir vom Champ d'Olan, vom Schmerzensfeld. 9 Meter und ein bisschen, glaube ich, ist er hoch. Unterwegs bin ich übrigens mit Tom. Wir machen hier eine schöne Rundreise, Menhire, Dolmen etc. Das ist die erste Station. Das ist gleich einer der größten. Der Menhir du Champ d'Olan ist der größte bekannte aufrecht stehende Menhir Europas, vielleicht der ganzen Welt, zusammen mit dem Menhir von Kerloa, den wir uns später noch anschauen werden. Etwa 9,50 Meter ragt er empor und wiegt wohl mindestens 150 Tonnen. Er besteht aus Granit und hat an der breitesten Stelle einen Umfang von etwa 8,70 Meter. Noch im 19. Jahrhundert war auf seiner Spitze ein Kreuz angebracht, in der Drohnenaufnahme ist die Stelle noch gut zu erkennen. Diese Christianisierung von heidnischen Relikten konnten wir auch an anderen Menhiren der Bretagne feststellen. Einer Legende nach soll der Stein vom Himmel gefallen sein, inmitten von 2 befeindeten Heeren, deren Anführer Brüder waren, und hat damit Frieden gestiftet. Man nimmt an, dass viele Menhire in der Bretagne vor etwa 6000 Jahren aufgestellt wurden. In einigen wenigen Fällen konnte Holzkohle unter Menhiren gefunden werden, die sich mit der C14-Methode auf dieses Alter datieren ließ. Allerdings dürften mindestens einige älter sein, da teilweise Menhire als Deckplatten in Dolmen verarbeitet wurden, die bereits auf über 6000 Jahre geschätzt werden. Dazu später mehr. Unsere nächste Station ist der Menhir de la Tiamblay. In einem kleinen Waldstück östlich des Dorfes Saint-Sampson-sur-Rance im Departement Côte d'Armor. So, wir gucken uns jetzt noch den Menhir de Tiamblay an. Tom weiß wohl, wo es lang geht, da hinten. Schauen wir mal, ob wir das Ding gleich finden. Wobei, bei Tom mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. La la.
Da ist er. Der Menhir de la Tiamblay ist um etwa 45 Grad geneigt und hat eine Länge von etwa 8 Metern. Er ist wunderschön glatt gearbeitet und hat an 3 Seiten Verzierungen, die durch Streiflicht sichtbar werden. Der Stein wurde im 16. Jahrhundert das erste Mal erwähnt, aber erst im Jahr 1972 sind die Ritzungen entdeckt worden. Er besteht aus Granit und Quarz und wiegt zwischen 150 und 160 Tonnen. Einer Legende nach soll es sich um einen der 3 Steine handeln, die den Eingang zur Hölle verschließen. Deshalb trägt er auch den Beinamen Borne de l'Enfer, Stopfen der Hölle. Welche anderen 2 Steine hier gemeint sein können, lässt sich nicht mehr ermitteln. Hier eine Skizze der Steinritzungen. Falls irgendwer von euch eine Idee hat, was hier zu sehen sein könnte, schreibt's in die Kommentare. Weiter geht's zum Menhir von Kergesenek. Dieser Stein steht etwas östlich der Ortschaft Bégard im Departement Côte d'Armor am Rande eines Maisfelds. So. Nächster Menhir. Und zwar der Menhir von Kergesenek. Oder so ähnlich. Direkt hier am Maisfeld. Was macht ein Scouter? Ah, er ist direkt im Maisfeld. Das ist ja unpraktisch. Oha. Auch er besteht aus Granit und ist etwa 6 Meter hoch. Außerdem ist er 2,60 Meter breit und 1,80 Meter dick. Er wurde wohl aus etwa 500 Metern herangeschafft, da hier der Steinbruch liegt, wo dieses Gestein vorkommt. Auch dieser Koloss dürfte wohl über 80 Tonnen wiegen. Verzierungen konnten nicht festgestellt werden. Übelst flach von der Seite. Der bretonische Begriff Ker wird uns noch öfter begegnen. Er bedeutet bewohnte Ortschaft und es gibt hier Gegenden, wo fast jeder Ortsname diesen Begriff in sich trägt. Das macht es teilweise etwas schwierig, sich zu orientieren. Ich denke, ihr werdet später merken, was ich meine.
Unterwegs sind wir übrigens noch am Mont Saint-Michel vorbeigekommen. Leider wollen sich auch außerhalb der Saison Massen an Menschen diesen Ort anschauen, sodass wir uns eine nähere Erkundung gespart haben. Die ersten Sakralbauten wurden hier im 10. Jahrhundert errichtet. Die ältesten menschlichen Spuren in der Umgebung reichen aber bis zu 9000 Jahre zurück. In der Bucht wurden zum Beispiel Feuersteinartefakte gefunden, die in diese Zeit eingeordnet werden. Weil wir noch Zeit hatten, bevor wir auf dem nächsten Campingplatz einchecken konnten, sind wir noch zum Cairn de Barnenez gefahren. Das hat sich als gute Entscheidung erwiesen, denn es handelt sich hier um eines der ältesten megalithischen Bauwerke Europas bzw. der Welt. Der Cairn liegt im Departement Finistère, nördlich von Plouézot, auf einer kleinen Halbinsel. Der Grand Cairn de Barnenez, eines der ältesten megalithischen Monumente in Europa bzw. der Welt, ungefähr 6500 Jahre alt. Ganz nett gelegen. Das Bauwerk soll ein Alter von 6200 bis 6800 Jahren haben, ist 72 Meter lang, 25 Meter breit und 8 Meter hoch. Die Gesamtmasse der Anlage dürfte beeindruckende 14.000 Tonnen betragen. Man nimmt an, dass der Bau in 2 Phasen erfolgte. Erst wurden Einzeldolmen errichtet, die später zu einem einzigen Steinhügel zusammengefasst wurden. Der Begriff Cairn stammt aus dem Gälischen und bedeutet genau das: Steinhügel. Da kommt man drüben in dieser megalithischen Kammer raus. Da hinten ist noch ein Stein mit einem Seelenloch. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Cairn als Steinbruch verwendet und wurde dann unter Schutz gestellt und restauriert. Es gibt 11 Kammern, die in Form von Dolmen errichtet wurden und die entweder Kraggewölbe besitzen oder mit Megalithen abgedeckt worden sind. Diese Kammern sind leider nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. An einigen Stellen im Inneren sollen Verzierungen an den Steinen erhalten sein, davon habe ich mal eine Skizze gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr hier erkennt. Hier wurden auch einige interessante Funde gemacht. Neben Keramiken, Klingen aus Feuerstein und Knochenresten wurden auch Beile aus Jadeit gefunden, das aus dem Alpenraum stammen soll. Offenbar hatten diese Menschen bereits damals Handelsbeziehungen zu Regionen, die von hier aus mindestens 800 Kilometer Luftlinie entfernt liegen. Das ist die andere Seite.
Ich frage mich, ob auch andere Anlagen, von denen sich heute nur vereinzelte Dolmen finden lassen, ursprünglich die Bauform eines Kerns hatten. Wenn ich da an den Haldensleber Forst und seine Dolmen denke, vielleicht waren einige davon auch zu viel früherer Zeit in einem Bauwerk vereint und die kleineren Steine haben über die Jahrtausende als hervorragendes Baumaterial gedient und sind deshalb verloren. Tief das da reingeht. Extrem tief. Hinten steht noch ein fetter Pfeiler. Schade, dass es nicht offen ist. Das hätte ich gerne mal von innen gesehen. Wahnsinn, wie tief das ist. Hier sind wir schon durchgelaufen. Hier mit dem Seelenloch. Ich bin jetzt gerade mal auf der Suche nach den Menhiren von Mont Neuf. Das sollen noch so einige sein, die so in einer Reihe stehen. Glaube ich auch relativ groß. Muss mal schauen, wo das sein soll. Okay, ich habe sie gefunden. Im Osten des Departements Morbihan befinden sich die Menhire von Mont Neuf. Hier verteilen sich auf einem Areal von 10 Hektar 443 dokumentierte Monolithen. Ich kann hier nur einen kleinen Teil dieses spannenden Ortes vorstellen, der frei besucht werden kann, aber auch ein Touristenmagnet ist. Die Steinsetzungen wurden erst im Jahr 1976 wiederentdeckt, als Brände die Moore verwüsteten. Seitdem werden immer weitere Steine gefunden. Der Großteil der bisher gefundenen Menhire steht nicht mehr aufrecht und war komplett überwachsen. An bzw. unter den Steinen wurde Holzkohle gefunden und auf ein Alter von etwa 6500 Jahren datiert.
Die Stätte wurde seitdem immer wieder weiter genutzt, bis sie wohl vor etwa 1000 Jahren durch die Kirche zerstört wurde und in Vergessenheit geriet. Heutzutage wird hier wieder intensiv geforscht und man entdeckt immer wieder Neues. 42 Menhire wurden an ihrem Originalstandort wieder aufgerichtet. Sie bestehen aus rötlichem Schiefer. Die Steine sind teilweise in Steinreihen angeordnet, die in Ost-West-Richtung verlaufen. An ihren Enden liegen 2 halbförmige Bögen. So in etwa kann man sich das vorstellen. Unser nächster Campingplatz liegt direkt an der Rosengranitküste im Departement Côte d'Armor. Hier finden sich riesige rundgewaschene Steine, die teilweise bizarre Formen ergeben. Zwischenzeitlich fühlt es sich an, als würde man auf einem anderen Planeten wandern. Zumindest bis die nächste Reisegruppe eintrifft. Auch die nächsten beiden Folgen werden sich in der Bretagne abspielen, denn es war noch längst nicht alles. Sieht schon schick aus. So viel erstmal zur heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.